Und herzlich willkommen zum heutigen Quicktip. Heute zeige ich euch ein paar Tricks mit Spawn-Eggs, die euch das Bauen eurer Maps leichter machen können. Spawn-Eggs sind vor allem dann praktisch, wenn es um wiederverwendbare Map-Bausteine mit Marker-Entities geht. Den Nutzen daran werde ich kurz an 3 Beispielen erläutern. In The Phone Call nutzen wir drehende Plattenspieler. Der Standardplattenspieler sieht folgendermaßen aus. In The Button Schiebetüren und dann gibt es noch die Lucky Block Vanilla Mod, die ich nebenbei mache. Wenn wir Maps bauen, dann sind wir gerne mal faul. Anstatt häufig wiederverwendbare Spielelemente oder Objekte jedes Mal einzeln zu erzeugen und auszurichten, können wir zum Beispiel Blöcke mithilfe eines eigenen angepassten Spawn-Eggs erzeugen. Dafür gibt uns MC Stacker wieder ganz tolle Möglichkeiten. Zuallererst erstellen wir ein Command mit dem GIF-Befehl. Dort legen wir fest, dass dem Spieler ein Spawn-Egg gegeben werden soll. Welches ist im Prinzip irrelevant, da die Entity, die wir mit dem Spawn-Ei erzeugen, direkt im Anschluss wieder getötet wird. Ich verwende gerne die Endermite. Im Entity-Tag können wir nun festlegen, welche Eigenschaften die Entity hat. MC Stacker hat hier eine nette Funktion. Summon Commands können einfach in dieses Feld kopiert werden und die Seite konvertiert diesen dann in die Entity Tags. Nebenbei, für solche Tutorials und um Dinge direkt testen zu können, nutze ich Command Blocks und keine Funktionen, die Advancements Commands seit neuestem ersetzen. Der Endermite geben wir nun, auch wenn sie im Prinzip sofort getötet wird, folgende Tags: No Gravity, No AI und Silent. Das Wichtigste ist allerdings der Name oder der Tag zur Identifikation. Eins von den beiden Möglichkeiten müsst ihr angeben, damit ihr andere Befehle darauf aufbauen könnt. Mit dieser Endermite können wir nun die anfangs erwähnten, häufig verwendeten Spielbausteine spawnen. Als Beispiel für ein solches wiederkehrendes Element in unserer Map nehme ich hier den Schallplattenspieler. Geben wir also der Endermite zur Identifikation den Tag Schallplatte. Diesen Command kopieren wir nun, fügen ihn im Entity-Tag ein, kopieren dann den GIF-Befehl und fügen ihn dann in einem Befehlsblock ein. Zuallererst führt die Endermite relativ zu ihrer Position einen Z-Block-Befehl aus und setzt eine Pupo-Stufe in sich hinein, hier umgemodelt als Plattenspieler. Danach spawnt sie ebenfalls relativ zu ihrer Position ein Armor-Stand, Disc-Holder, der später die Schallplatte hält, und ein Villager, der die Right-Click-Detection übernimmt. Zum Schluss wird die Endermite getötet, damit sie den Prozess im nächsten Game-Tag nicht wiederholt. Nun haben wir also einen Block und 2 Entities dadurch erstellt, indem wir eine einzige Endermite gespawnt haben. Wie am Anfang schon erwähnt, ist hier der Vorteil, dass man den Vorgang immer wiederholen kann. Das ist auch charakteristisch für eine Funktion, das heißt, ihr könnt die Aktion, in diesem Fall Set-Block, Armor Stand und Villager Spawn, auch in eine Funktion übertragen. Das ist allerdings nicht Thema dieses Videos. Um zurück zum Schallplattenspieler zu kommen, passend zum letzten Quicktip-Video nutze ich hier einen Villager, den man mit Rechtsklick anklicken kann. Falls ihr unser Video zur Right-Click-Detection noch nicht kennt, hier oben rechts auf das i klicken, dort ist das Video verlinkt. Wenn der Spieler also eine Schallplatte in der Hand hält und einen Rechtsklick auf den Dorfbewohner ausführt, wird die Platte aus dem Inventar entfernt und mit Entity Data wird dem Armor Stand Disc Holder dann die Schallplatte gegeben. Für den Spieler sieht es dann so aus, als hätte er die Schallplatte in den Schallplattenspieler gelegt. Ein weiterer Command-Block lässt den Armor Stand Disc Holder im Kreis drehen, der eigentliche Grund, wofür wir diesen Armor Stand überhaupt brauchen. Ihr seht also, der Trick besteht darin, die wiederkehrenden Aktionen relativ zu der Position der Entity auszuführen, die mit dem Spawn-Ei erzeugt wurde. Und das war's mit dem Video für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao!